Ana Janaína S., 27 Jahre, Brasilianerin, ermordet am 29. Oktober 2022 in Frankfurt am Main in Hessen. Sie war verheiratet und Mutter von 6-jährigen Zwillingsmädchen. Sie lebte mit ihrer Familie in Frankfurt. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Altenpflegerin und jobbte an den Wochenenden unter anderem zum Tatzeitpunkt seit 2 Monaten in dem Offenbacher Bordell Girls Club. rammte Ana Janaína ein Messer in den linken Oberbauch. Er brach ihr das Nasenbein und übte mehrere Minuten lang massive Gewalt gegen ihren Hals aus. Ließ den toten Körper nach der Tat liegen, wo er war. Als Nachbarn sich Wochen später über den immer schlimmer werdenden Gestank beschwerten, wickelte er die Leiche laut Staatsanwaltschaft in 25 Schichten von Müllsäcken. Ich freue mich, hier zu sein, zur Eröffnung dieser 24-Stunden-Kunstinstallation. Als Hochschule Rhein-Main sind wir stolz darauf, dass sich unsere Studierenden des Fachbereichs Design, Informatik, Medien gemeinsam mit Kommilitoninnen und dem Netzwerk der Hessischen Film- und Medienakademie hier mitgewirkt haben. Kunst ist nicht nur Ausdruck, sondern auch Widerstand, Erinnerung und Protest. Wir sind heute hier, um an die Menschen zu erinnern, deren Leben in Unrecht, Gewalt und Erniedrigung endete. Unsere Aufgabe ist es, den Toten ihren Namen zurückzugeben, ihre Geschichten zu erzählen, ihre Menschlichkeit sichtbar zu machen. Damit das letzte Wort niemals den Tätern gehört, sondern uns, den Erinnernden. Seit der Legalisierung der Prostitution im Jahr 2002 sind in Deutschland über 100 Frauen aus der Prostitution ermordet worden. Und mehr als 60 Mordversuche sind bekannt. Fast alle begangen von Zuhältern oder Freiern. Das sind keine Einzelfälle, das sind Konsequenzen. Denn wenn Frauen in der Prostitution verschwinden, sucht kaum jemand nach ihnen. Sie sind entwurzelt, verschoben von Bordell zu Bordell, von Stadt zu Stadt, isoliert von Familie und Freunden. Dass in diesem Land jeden Tag ein Mann versucht, seine Partnerin oder Ex-Partnerin zu ermorden und es jeden 3. Tag gelingt, ist langsam in die gesellschaftliche Debatte durchgedrungen. Frauen in der Prostitution haben ein 18-fach erhöhtes Risiko, ermordet zu werden, gegenüber der weiblichen Durchschnittsbevölkerung. Lassen Sie uns also heute gemeinsam an all jene denken, die die Prostitution nicht überlebt haben und an all jene, die heute hier in unserer Mitte tagtäglich, jetzt gerade, um ihr körperliches und seelisches Überleben kämpfen. Nehmen Sie sich eine Blume und tragen Sie an einen dieser Orte, die mit Lichtern gekennzeichnet sind. Simona Teger, 24 Jahre, Rumänin, ermordet am 11. Oktober 2000 in Hamburg. Simona ging der Prostitution nach, um ihre kranken Eltern zu unterstützen. Sie galt als sehr vorsichtig. Simona wurde am frühen Morgen in einer halb vollen Badewanne entdeckt. Ermittlungen ergaben, dass Simona einen Geldbetrag von 30.000 D-Mark zu Hause aufbewahrte. Das Geld war weg. Simonas Freundin Aurelia verschwand nach Simonas Tod spurlos. Wie viele Fälle es tatsächlich gibt, das können wir nicht sagen, weil es keine offiziellen Statistiken gibt. Wir können nur auf das zurückgreifen, was gesammelt worden ist. Und da sind wir jetzt bei 119 Tötungsdelikten, rund 60 versuchten Tötungsdelikten. Wir haben 6 vermisste Frauen, also allein seit dem Jahr 2000. Ich habe von sehr vielen gehört, dass ihnen das nicht bewusst war, wie viele Fälle das sind. Das ist nur das, was wir recherchieren konnten. Wahrscheinlich sind es viel, viel mehr. Aber es reicht eindeutig, dass die Menschen erkennen, dass wir hier ein Problem haben.
Wir haben schon eine langjährige Kooperation jetzt zwischen Kommunalem Frauenreferat und Hochschule Rhein-Main, Professor Rüdiger Pichler. Und das ist ein sehr wertvoller, kreativer Prozess. Wir sehen jedes Mal, wie ergriffen die Menschen von dem Ergebnis sind. Wenn ich vor einem offenen Grab stehe und ich sehe, wie der Sarg in das Grab eingelassen wird und ich sehe, wie Menschen Blumen in das Grab reinschmeißen und Erde draufschütten auf den Sarg, dann ist alles Gespräch vorbei. Mir kam es darauf an, die Menschen dicht ranzuführen an das, was tatsächlich da passiert. Man weiß nicht viel über Prostitution und es ist auch ein Thema, was aus der Öffentlichkeit rausgedrängt ist. Und es geht eben darum, Dinge sichtbar zu machen, die wir nicht wahrnehmen, die unsichtbar sind, die auch ins Unsichtbare gedrängt werden. Und wir haben es mit Menschen zu tun, mit Frauenschicksalen, die in ihrem Leben Entwürdigung erfahren haben und die dann im Sterben auch auf die brutalste Art und Weise entwürdigt worden sind. Diesen Menschen einen Moment der Würde wiederzugeben durch so eine Aktion, das war ein Gedanke, der dann eigentlich alle weiteren Handlungen dominiert hat. Ich wollte diesen Prozess, wie ein Grab gegraben wird, wie ein Sarg in das Grab reingelegt wird, nachvollziehen, um diese Bedeutung dieses Aktes einer Tötung und deren Konsequenzen völlig zu verinnerlichen, um dann diese Emotionen und auch diese Energie in die Arbeit reinfließen zu lassen. Und herausgekommen ist dann ein Foto von einem offenen Grab mit einem Sarg drin oder mit einem menschlichen Körper oder auch ein leeres Grab als Grundlage für die Einzelschicksale. Sehr gut gemacht. Ja. Also hier hinten fängt es an mit. Das ist schlecht. Mach das? Ja. Das ist schon so. Beim 7. Geburtstag. Schön. Oh. Knapper. Ja, die steht hier als zweites. Wasser. 8. Juni 2005. Populo. Jo. Bis auf Spannung ist. Zieht. Für den Aufbau hatten wir nur wenig Zeit zur Verfügung und dann gab es auch noch einen richtigen Sturm. Es flogen uns die Planen weg, es fing an zu regnen und auch zu hageln und wir waren alle pitschnass. Wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich es auch durch, egal welches Wetter es ist, egal welche widrigen Umstände. Wir haben uns nicht erschüttern lassen und ich bin natürlich sehr dankbar für diejenigen, die da mitgeholfen haben, weil es niemals eine Arbeit ist, die man alleine macht, sondern es war eine Arbeit von einem Team und ich danke besonders den Studierenden, die sich darauf eingelassen haben, gestern den Aufbau zu realisieren. Ich habe in Zusammenarbeit mit anderen Studierenden die gestalterische Maßnahmen übernommen, zum Beispiel die Gestaltung von den Rahmen mit den Informationen zu den Verstorbenen. Beim Erstellen von den Dateien
habe ich immer wieder gemerkt, dass ich Pausen machen musste, weil nachdem man dann den 30. Fall vor sich liegen hat und das zusammenfasst, ist es sehr erdrückend. Vor allem, weil es auch oft Frauen sind, die genauso alt sind wie ich, noch jünger sind. Das ist einfach sehr erschreckend, weil man denkt dann immer, wenn ich nicht das Leben hätte, was ich habe, könnte das ja auch ich sein, wenn ich nicht so ein Glück hätte. Gerade weil es so erdrückend ist, ist die Arbeit genau so richtig, die wir hier machen. Und deswegen ist diese ganze Installation wichtig. Die Arbeit hat auch gezeigt, jetzt auch von mir aus als Studentin, dass Kommunikationsdesign und Design nicht einfach nur Ästhetik ist, sondern das, was wir hier gemacht haben, dass man Haltung vermitteln kann und Aufklärung. Ich glaube, so eine Kooperation dann auch mit einem Fachbereich wie Kommunikationsdesign, den Profis sozusagen in der Vermittlung auch von Botschaften, kann ein wichtiges Mittel sein, um eben genau diesen Stachel vielleicht zu setzen, dass Menschen sagen, sie möchten jetzt aktiv werden und auch in ihrem eigenen Umfeld das Thema auf die Agenda zu bringen, nicht wegzuschauen. In dieser Form sehe ich das zum ersten Mal und ich freue mich, dass es sowohl gestern als auch heute so viele Zuschauer gegeben hat und Leute, die Fragen gestellt hat und die sich mit dem Thema teilweise auch zum ersten Mal beschäftigt haben. Wenn man sich dessen bewusst wird, wie viele Frauen hier wirklich an einem gewaltsamen Tod gestorben sind, ja, aufgrund ihres Berufes, das ist absolut erschütternd. Es ist schon sehr bedrückend zu sehen, wo die Frauen überall herkommen und dass das ja gar nicht so weit weg ist. Also dass es quasi direkt vor unserer Haustür passiert und wir wissen gar nichts davon. Wenn Menschen erkennen, dass es nicht einfach nur so um die Frauen in der Prostitution geht, sondern wir alle betroffen sind, die gesamte Gesellschaft, dann glaube ich, haben wir wirklich auch eine Chance, hier was zu verändern und dieses Leid und diese Gewalt in unseren Nachbarschaften nicht zu dulden. Ich habe sehr genau die Reaktionen der Menschen beobachtet und ich habe viele Gespräche geführt. Die Gespräche waren einhellig ein Ausdruck der Berührung, der Betroffenheit und der Bereitschaft, Widerstand zu leisten gegen die Gewalt, die solche Taten verursacht.